Das Leben fordert uns alle heraus. Und manchmal ist es wirklich hilfreich, wenn wir uns an jemanden wenden können, wenn uns jemand eine Antwort auf unsere Fragen gibt. Ganz besonders dann, wenn es sich um etwas handelt, mit dem wir noch nie konfrontiert waren. Wir alle wissen es nur zu gut, dass wir zwar eine Antwort wünschen und auch bekommen können, doch handeln müssen wir selber. Und dass jedes Handeln viel Mut verlangt und uns Mut abverlangt, das wissen wir auch, speziell dann, wenn wir neue Wege gehen. Hier ein wunderbarer Text, der sich über die Mitte handelt, worüber Bert sich bestimmt lange Gedanken gemacht hat. Viel Freude damit. Liebe Zuhörer, Geschichten sagen manchmal mehr, als wir erwarten. Denn gute Geschichten haben eine verborgene Seite, oft auch einen verborgenen Glanz. Eine solche Geschichte erzähle ich Ihnen an diesem Sonntag. Sie heißt Die Mitte. Jemand will es endlich wissen. Er schwingt sich auf sein Fahrrad, fährt in die offene Landschaft und findet abseits vom Gewohnten einen anderen Pfad. Hier gibt es keine Schilder. Und so verlässt er sich auf das, was er mit seinen Augen vor sich sieht und was sein Schritt durchmessen kann. Ihn treibt so etwas wie Entdeckerfreude. Und was ihm vorher eher Ahnung war, wird jetzt Gewissheit. Doch dann endet dieser Pfad an einem breiten Strom und er steigt ab. Er weiß, wenn er noch weiter will, dann muss er alles, was er bei sich hat, am Ufer lassen. Dann wird er seinen festen Grund verlieren und wird von einer Kraft getragen und getrieben werden, die mehr vermag als er, so dass er sich ihr anvertrauen muss. Und daher zögert er und weicht zurück. Als er dann wieder heimwärts fährt, da wird ihm klar, dass er nur wenig weiß, was hilft, und dass er es den anderen nur schwer vermitteln kann. Zu oft schon war es ihm wie jenem Mann ergangen, der einem anderen auf dem Fahrrad hinterherfährt, weil dessen Schutzblech klappert. Er ruft ihm zu: Hey du, dein Schutzblech klappert. Was? Dein Schutzblech klappert. Ich kann dich nicht verstehen, ruft der andere zurück. Mein Schutzblech klappert.
irgendetwas ist hier schief gelaufen, denkt er, dann tritt er auf die Bremse und kehrt um. Ein wenig später trifft er einen alten Lehrer. Er fragt: Wie machst denn du das, wenn du anderen hilfst? Oft kommen zu dir Leute und fragen dich um Rat in Dingen, von denen du nur wenig weißt. Doch nachher geht es ihnen besser. Der Lehrer gibt zur Antwort: Nicht am Wissen liegt es, wenn einer auf dem Weg stehen bleibt und nicht mehr weiter will. Denn er sucht Sicherheit, wo Mut verlangt wird, und Freiheit, wo das Richtige ihm keine Wahl mehr lässt. Und so dreht es sich im Kreis. Der Lehrer aber widersteht dem Vorwand und dem Schein. Er sucht die Mitte. Und dort gesammelt wartet er, wie einer, der die Segel ausspannt vor den Wind, ob ihn vielleicht ein Wort erreicht, das wirkt. Wenn dann der andere zu ihm kommt, findet er ihn dort, wohin er selber muss. Und die Antwort ist für beide. Beide sind Hörer. Und er fügte hinzu: Die Mitte fühlt sich leicht an. Ist diese Geschichte eine Sonntagsgeschichte? Bringt sie uns zur Ruhe? Sammelt sie uns? Sie sagt uns etwas über das andere Helfen. Denn wer die Rätsel des Helfens lösen will, der wagt sich in ein Labyrinth. Und er braucht viele Orientierungsfäden, um im Gewirr der Pfade die Wege, die nach draußen führen, von denen, die im Abseits enden, abzugrenzen. Und er muss im Dunkeln tappend sich auf Schritt und Tritt den Mythen und Geschichten stellen, die sich um Schuld und Unschuld ranken und unseren Sinn betören und die unsere Schritte lähmen, wenn wir es wagen wollen, nachzuforschen, was geheim geschieht. Kindern ergeht es so, wenn man vom Klapperstorch erzählt. Und den Gefangenen mag es so ergangen sein, als sie am Tor zum Todeslager lasen: Arbeit macht frei. Doch manchmal kommt dann einer, der den Mut hat, hinzuschauen und den Bann zu brechen. Wie etwa jenes Kind,
das in der außer sich geratenen Menge auf den umjubelten Diktator zeigt und laut und deutlich sagt, was alle wissen, doch keiner zuzugeben oder auszusprechen traut. Der ist ja nackt. Oder auch wie jener Spielmann, der sich an den Rand der Straße stellt, auf der ein Rattenfänger mit seiner Kinderschar vorbeiziehen muss. Er spielt ihm eine Gegenmelodie, die einige aus dem Gleichschritt bringt. Habe ich Sie mit dieser Geschichte überrascht? Fühlen Sie sich leichter und beschwingt? Ich wünsche Ihnen einen beschwingten Sonntag, der Sie erleichtert aufatmen lässt, und eine beschwingte neue Woche. Ihr Bert Hellinger.